Gesundheit braucht Verstand und heute zum Thema Nacken- und Rückenschmerzen. Die sind nämlich in den letzten Jahrzehnten auf den Rang 1 der Volkskrankheiten aufgestiegen. Wir geben in Deutschland jährlich Milliarden dafür aus, für Spritzen, für Einrenken, für Massagen oder Operationen. Aber würden diese Therapien alle so gut funktionieren, warum gibt es dann immer mehr Schmerzpatienten? Warum sitzen sie alle paar Wochen wieder beim Orthopäden oder Atlastherapeuten? Die Statistik zeigt dazu nämlich eine brutale Wahrheit. Bei Arbeitnehmern mit Nackenschmerzen berichten auch nach einem Jahr noch 60-80% darüber, dass sie das Problem nicht gelöst haben. Sie klagen immer noch über Beschwerden trotz Behandlung. Die Rückfallquote liegt langfristig bei bis zu 85%. Das bedeutet, dass ca. 8 von 10 Patienten sich im Kreis drehen mit Therapien, die ihnen gar nichts nutzen. Und warum? Weil wahrscheinlich ist, dass die Symptome behandelt werden und die Ursachen eher ignoriert werden. Und schlimmer noch, oft erhalten sie sogar Ratschläge, die ihre Probleme noch vergrößern. Sie leiden unter Nacken- oder Rückenschmerzen und gehen zum Arzt. Den Satz, den die meisten zu hören bekommen: Herr Müller, Ihre Nackenmuskeln sind zu schwach. Kein Wunder, dass Sie Schmerzen haben. Gehen Sie einfach in die Muckibude und trainieren Sie die Muskeln und dann wird das Problem sich schon von selbst lösen. Das klingt logisch und Bewegung ist ja per se nichts Verkehrtes. Und Training ist ja auch grundsätzlich nicht falsch. Studien zeigen nämlich, dass Training, Krafttraining, Nackenschmerzen bis zu 75% reduzieren kann. Aber, und das ist entscheidend, nur dann, wenn Sie richtig trainieren. Die meisten trainieren nur die großen sichtbaren Muskeln, die großen Nackenmuskeln, also Trapezius, Sternocleidomastoides, also der Muskel, der hier von hinten nach vorne unseren Kopf hält. Und was sich durch das Training ausbildet, ist eine Nackenkräftigung. Man könnte auch sagen, ein Stiernacken. Das sieht natürlich erstmal kräftig aus und auch sehr stabil aus. Das sind aber dann letztlich auch Muskeln, die überlastet sind. Die verkrampfen und was fehlt? Das sind kleine, tiefer liegende Muskeln, die ihren Kopf balancieren müssen. Die anderen halten ihn. Und die kopfbalancierende Muskulatur, die liegt da hinten gar nicht, sondern die ist hier vorne, wo sich der Kopf nach vorne abstützt. Wenn nur da hinten trainiert wird, werden sie stark, aber sie bleiben instabil. Und noch problematischer: Sie verstärken sogar die Fehlbalance des Kopfes. Ich kenne genügend Patienten, die nach einem solchen Rat ihre Muskeln trainiert haben und einen regelrechten Stirnacken ausgebildet haben, aber die Schmerzen keineswegs verloren haben. Nach wie vor klagen sie über massive Schmerzen. Und warum? Weil alleine Muskelstärkung nichts bringt, wenn das System in sich instabil ist. Wenn Ihre Statik schief ist und Sie trainieren darauf, zementieren Sie sogar die Fehlhaltung. Sie überlasten Muskeln, die eigentlich loslassen müssten, aber die das genau nicht tun, weil sie kompensieren müssen. Wenn das Fundament schief ist, können wir nicht von Heilung sprechen, sondern es baut sich eher Stress auf, Fehlbelastung und Verschleiß. Und dann treten sogar Krankheiten oder gesundheitliche Probleme auf, die man gar nicht damit in Verbindung bringt, weil sie weiter von dem eigentlichen Schmerzproblem wegliegen. Ein Beispiel: Wenn sich in Ihrem Nacken die Muskeln verkrampfen, dann hat sich die Natur schon was dabei gedacht. Das ist kein Zufall. Wenn solche Verspannungen eine Schutzreaktion auf Instabilität sind, kann nämlich genau die aggressive Behandlung solcher Symptome absolut kontraproduktiv sein. Durch die Halswirbelsäule verläuft die Lebensleitung, das Rückenmark. Sieht man hier ganz gut, ja? Also der Kopf, der sitzt hier oben auf der Wirbelsäule, und in der Wirbelsäule verläuft das Rückenmark und das ist natürlich direkt mit unserem Gehirn verbunden. Und der Kopf selber wird durch Bänder in Position gehalten und stabilisiert.
Und wenn Sie den Kopf fehlpositioniert haben, stehen diese Bänder unter Dauerzug und Dauerbelastung. Und Bänder sind ähnlich wie Gummibänder. Wenn man sie dauernd belastet, leiern sie aus. Durch Fehlpositionierung des Kopfes, immer zu weit zurückgelegt, immer zu weit vorgelegt, seitliche Neigung, passiert genau das. Was daraus wird, nennen viele liebevoll Wackelköpfchen. Aber das ist bitter ernst. Die Wirbel fangen an zu gleiten, weil sie nicht mehr richtig gehalten werden. Und sie drücken auf Nerven, auf Gefäße, also auf die Adern und natürlich auf das Rückenmark. Schwindel, Sehstörungen, Tinnitus, brutale Kopfschmerzen sind oft die Folgen. Ihr Gehirn erkennt eine akute Bedrohung, Gefahr für das Rückenmark. Und was steuert das Gehirn an den Körper? Zieh die Notbremse. Sofort alles festhalten und das nennt sich Muscle Guarding. Und das Resultat ist ein schmerzender Notfallschutzpanzer. Aber wenn Sie den jetzt auflösen, wegmassieren, wegtrainieren, nehmen Sie dem Rückenmark seinen Schutz. Sie bekämpfen den einzigen, der gerade versucht, Ihren Kopf vor dem Absturz zu retten. Sie öffnen die Tür für echte Schäden und schlimmer noch, die Ursachen wirken weiterhin. Die Notbremse, die beim nächsten Mal eingeleitet wird, fühlt sich dann sogar noch schlimmer an. Aber ich versuche Ihnen mal zu erklären oder zu zeigen, warum das System instabil wird. Ich habe hier einen Sandsack, da soll Ihr Kopf sein, habe ich hier an eine Stange gebunden. Und Sie sehen, solange der in Neutralstellung bleibt, der ist nämlich relativ schwer, ist alles okay, ich kann ihn gut halten. Gehe ich aber jetzt in eine verlagerte Position, sodass der sich weiter aushängt, verlängert sich der Hebel und ihr seht schon, ich muss mit meinem Arm hinterherkommen, damit ich ihn überhaupt noch halten kann. Und so vergrößert sich das Kopfgewicht, was etwa 6 Kilogramm beträgt, schnell auf 20 und 30 Kilogramm. Und genau diese 20, 30 Kilo ziehen ständig an ihrem Nacken. Dann nützt es gar nichts, den Nacken zu trainieren, um punktuell dafür Übungen zu machen. Sie müssen den Hebel neutralisieren. Das Smartphone soll ja nun häufig dafür herhalten, dass wir diese Fehlhaltung einnehmen, weil wir nach unten gucken und dabei natürlich den Kopf nach vorne neigen. Aber es ist nicht die Ursache für diese Fehlhaltung. Ein stabiles System würde sich nach dem Handycheck sofort wieder aufrichten, in eine Neutralposition zurückfinden. Tut das System das nicht mehr, wird bereits vom Gehirn die falsche Haltung als normal angesehen und immer wieder gesteuert. Für die richtige Haltung hat das Gehirn jetzt gar kein Programm mehr oder das Programm ist überschrieben durch ein falsches Haltungsprogramm. Machen wir einen Test. Setzen Sie sich hin, halten Sie Ihren Kopf schön aufrecht und jetzt öffnen Sie den Mund, lassen Ihre Zunge nach unten fallen, quasi in den Unterkiefer reinfallen und jetzt merken Sie schon, aha, wie schwer plötzlich Ihr Kopf wird. Und wie er gern nach vorne fallen will. Und jetzt Mund schließen, Zungenspitze nach oben, ausrichten an den Gaumen, hinter die Schneidezähne, ohne dass die Schneidezähne dabei berührt werden von der Zungenspitze. Und jetzt einmal kräftig schlucken, da merken Sie, die Zunge klebt plötzlich da oben an am Gaumen und zwar ganz von vorne bis hinten. Es bildet sich Unterdruck im Mund und Ihr Kopf würde sich gerne wieder aufrichten. Und wenn Sie keine Schluckbewegung, keine Kopfbewegung beim Schlucken gemacht haben, also so wie ein Huhn, dann streckt sich der Nacken quasi automatisch. Und diese Aufrichtung, das ist die Kopfbalance. Wenn Ihre Zunge schlaff ist, ist das ganze System schlaff. Ihr Kopf kippt und hinten muss der Nacken sich stark anspannen, um dagegen zu halten. Und es hört nicht im Nacken auf. Eine falsche Kopfbalance geht über den Rücken bis runter in die Füße. Die gesamte Körperstatik ist belastet. Jetzt probieren Sie es wieder selbst. Legen Sie den Kopf in den Nacken und Sie merken, aha, das Becken schiebt sich nach vorne. Was bedeutet das für unsere Wirbelsäule? Sie sind im Hohlkreuz. Stellen Sie sich wieder aufrecht hin und kippen Sie den Kopf nach links und dann merken Sie, aha, das Becken geht zur rechten Seite.
Das verändert die gesamte Wirbelsäulenhaltung, also die Positionierung der Wirbel untereinander. Und Sie können von oben bis unten die Wirbelsäule nicht entlasten, auch nicht im Lendenwirbelbereich, wenn die Balance des Kopfes da oben drauf nicht stimmt. Das ist physikalisch gar nicht anders möglich. Die Wirbelsäule ist erstmal eine Säule für sich. Und die Beinlängendifferenz, die häufig diagnostiziert wird, wenn Rückenschmerzen da sind, also die verantwortlich gemacht wird für die schiefe Wirbelsäule, die hat oft damit einfach gar nichts zu tun. Und punktuelles Training in der Region, die gerade wehtut, die kann zwar vorübergehend mal entspannen, aber die Probleme kommen schnell wieder zurück. Und dabei ist egal, wie oft die Stelle trainiert wird. Und jetzt ahnen Sie schon, dass die Gesamtkörperhaltung eine viel größere Rolle spielt bei Problemen mit der Wirbelsäule, mit dem Rücken, mit dem Nacken und so weiter, als wenn wir so punktuell einzelne Bereiche trainieren. Weil das hat immer nur vorübergehende Effekte. Das haben die meisten, die solche Probleme haben, von Ihnen ja auch schon längst festgestellt. Aber wie kommt das jetzt alles zustande? Weil Ihr triadisches Funktionssystem zusammengebrochen ist. Und das besteht aus 3 Säulen in untrennbaren Zusammenhängen. Atmung, Schlucken und Kopfbalance. Wackelt eine der 3 Säulen, sind die anderen unstimmig. Und alle stürzen ein. Fangen wir bei der Atmung an. Erwischen sich dabei, Sie gehen wenige Treppenstufen hoch und schon steht der Mund offen, weil Sie durch den Mund atmen müssen. Sobald der Mund auf ist, sind Sie auch im Mundatmungsmodus. Und Mund auf bedeutet, die Spannung bricht weg, der Kopf sackt nach hinten und der Nacken muss krampfen. Mundatmung macht das System schwach. Und Schnarchen, nur am Rande, hat übrigens die gleichen Ursachen, nämlich erschlafftes Gewebe und insgesamt instabiles System. Und jetzt zum nächsten Punkt, den Ihnen vermutlich noch nie jemand so erklärt hat. Sie schlucken falsch, wenn Sie massive Nackenprobleme haben. Wir schlucken 1500 bis 2000 Mal am Tag und ein stabiler Schluckablauf stabilisiert tatsächlich auch Ihre Kopfhaltung. Aber viele schlucken mit einem falschen Bewegungsablauf, man nennt das auch kompensatorisches Schluckbewegungsmuster. Und das hat sich so ausgeprägt und besteht so lange, dass unser Gehirn das bereits gelernt hat und ständig wieder den falschen Ablauf steuert. Beobachten Sie sich einmal beim Schlucken. Schlucken Sie und pressen Sie dabei die Lippen kräftig zusammen, womit Sie sich Spannung aus den Lippen und Wangen holen beim Schlucken, damit Ihnen das Schlucken gelingt. Oder, und da müssen Sie mal ganz genau darauf achten, haben Sie vor dem Schlucken so einen ganz kurzen Zahnkontakt, so ein bisschen aufbeißen, bevor Sie schlucken. Dann ist es richtig. Und haben Sie es nicht, dann ist es falsch. Damit aktivieren Sie nämlich die falschen Muskeln. Sie überanstrengen das System 1500 bis 2000 Mal am Tag. Kein Wunder, wenn der Nacken da streikt. Der muss nämlich das fehlerhafte Schluckmuster kompensieren. Aber was hat die falsche Zungenbewegung und das falsche Schluckmuster denn überhaupt mit dem Nacken zu tun? Und der Zusammenhang ist eine Muskelkette, die kaum jemand in diesem Zusammenhang berücksichtigt. Und die heißt Zungenbeinmuskulatur. Ja, das Zungenbein, das ist so ein freischwebender Knochen hier im Hals. Da gehen ganz viele Muskeln, laufen ganz viele Muskeln drauf zu und spannen quasi wie beim Zelt mit Bändern und Heringen unseren Kopf so ab, dass er stabil balanciert werden kann. Sie bildet also quasi die Gegenstabilisierung zum Nacken. Das heißt, die einen halten und die anderen balancieren. Die Zungenbeinmuskeln bilden quasi das vordere Spannseil, was Ihren Kopf in Balance hält. Und diese Kette beginnt bei der Zunge und ist die Zunge schlaff, geht diese Schlaffheit bzw. diese Unterspannung auf diese Muskelkette über und die gesamte Muskelkette ist unterspannt und wir können unseren Kopf nicht korrekt balancieren. Es kommt zu Kompensationen und wir befinden uns dadurch in einer statischen Dysbalance. Sie sehen also, Krafttraining kann uns gar nicht so viel nützen bzw. sogar schaden, wenn die Bewegungsmuster von Grund auf falsch sind.
Sie müssen das triadische System trainieren und Ihr Gehirn umprogrammieren. Denn das Gehirn ist die Schaltzentrale, die alles steuert. Und solche komplexen Bewegungsmuster, die wir für die Stabilität benötigen, die erreichen wir nicht durch Massieren oder Einrenken. Damit die Zunge sich richtig positionieren kann und damit die Stabilisierung des Systems triggert, auch wenn Sie schlafen oder ins Handy gucken, braucht sie nicht nur eine korrekte Spannung, sondern vor allen Dingen das korrekte Bewegungsmuster. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir die Faceformer-Therapie entwickelt haben. Die meisten kennen die ja schon. Und was wir mit der korrigieren, sind gar nicht dominant die Nackenschmerzen, sondern die Voraussetzungen dafür, dass sich Nackenschmerzen zurückbilden können, nämlich Basisfunktionen, elementarste Funktionen des Menschen. Und das sind die Funktionen Atmung, Schlucken und Kopfbalance. Sind sie koordiniert, können sie sich koordiniert organisieren, bedeutet das, ich habe Stabilität in meinem gesamten Körpersystem. Und tatsächlich wirken sich diese Funktionsstabilitäten überall im Körper aus und nicht nur auf die Körperhaltung in Ihrem Nacken. Wir nehmen dem Körper den Grund, dass er kompensieren muss. Und erst dann lässt der Nacken los. Und das ist keineswegs ein 3 Minuten schmerzfrei Wunderversprechen, wie Sie das so oft auf YouTube sehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, das braucht Zeit und geht keineswegs von heute auf morgen. Sie müssen ja auch mal überlegen, wie lange Zeit es gebraucht hat, bis Sie dahin gekommen sind und sich diese Probleme eingestellt haben. Und erst nachdem die Funktion korrekt eingestellt ist, kann der 100%ige Reparaturprozess an den Bändern überhaupt einsetzen. Denn jetzt haben Sie die Belastung nicht mehr. Es zieht keiner mehr an den Bändern. Sie werden nicht mehr gequetscht. Jetzt können Sie beginnen, sich zu erholen. Auch dieser Prozess braucht Zeit. Wenn Sie jahrelang Raubbau mit Ihrer Wirbelsäule getrieben haben, ist das mal nicht so ursächlich in wenigen Tagen zu beseitigen. Sie haben jahrelang falsch geschluckt, geatmet, fehlerhafte Kopfbalance und in der Regel bereits von früher Kindheit an. Und das Gehirn braucht natürlich Zeit, um umzulernen. Dazu gibt es keine Spritze, die diese Bewegungsprozesse mal eben umstellen kann. Aber das ist die Ursache und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der einzige Weg, um die Ursachen zu korrigieren und langfristig einen stabilen Erfolg zu behalten. Einrenken kann manchmal ein schneller Fix sein, der für 1-2 Wochen Entlastung bringt. Aber dann ist das Problem wieder da, weil die Ursachen nicht abgestellt sind. Und Sie sitzen wieder im Wartezimmer und suchen weiter nach dem großen Weisen. Zum Training gibt es nun mal keine vergleichbar wirksame Alternativen. Jeder Sportler weiß das und Sie wissen es jetzt auch. Beobachten Sie sich selbst. Wo liegt die Zunge? Funktioniert die Atmung richtig durch die Nase? Und wie ist Ihre Körperhaltung, Ihre Kopfbalance? Ist der Kopf aufgerichtet? Gesundheit braucht Verstand. Hören Sie auf, Symptome zu verwalten und beheben Sie die Ursachen. Brechen Sie aus der Statistik aus. Und werden Sie nicht jemand von den 85%, die immer wieder kommen zu Behandlungen. Fallen Sie nicht auf die schnelle Lösung herein und packen Sie das Problem an der Wurzel. Ja, Gesundheit braucht Verstand. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte wieder liken, an Freunde und Bekannten weitergeben. Unbedingt unseren Kanal abonnieren und schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie sich wiederfinden in dem, was ich gesagt habe und schon viele Behandlungen vielleicht hinter sich haben, wo Sie selbst sagen, hat ja alles nicht funktioniert. Und ich sage wieder, tschüss für heute.